Mikroelektronik ist unverzichtbar, weil sie Dinge möglich macht, die sonst unerreichbar wären. Mein Name ist Stefan Gutowski, ich leite die gemeinsame Geschäftsstelle der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland und des Fraunhofer Verbunds Mikroelektronik. Wenn man ganz ehrlich ist, Mikroelektronik braucht eigentlich niemand, nur für sich selbst. Ich habe früher mal einen Vortrag gehalten und den damit begonnen, dass ich gesagt habe, wenn ich morgens früh aufstehe und ins Bad gehe, brauche ich keine Mikroelektronik, sondern ich habe ganz andere Bedürfnisse. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist schon auf dem Weg ins Bad, läuft man an sehr viel Mikroelektronik vorbei und spätestens die elektrische Zahnbürste, spätestens das automatisch sich einschaltende Radio, was ein Internetstreaming macht, spätestens dann haben wir wahnsinnig viel Mikroelektronik benutzt. Und da sieht man auch, man sieht die Mikroelektronik nicht, sondern man benutzt sie in Gegenständen des täglichen Lebens, im Berufsleben, in allen möglichen Dingen, die wir um uns herum haben. Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie, die uns ermöglicht, Dinge besser zu machen, kleiner zu machen, effizienter zu machen oder überhaupt erst zu machen. Das heißt, jeden Euro, den man in die Mikroelektronikforschung steckt, der ermöglicht Weiterentwicklung in ganz anderen Bereichen der Industrie, der Wirtschaft. Und deshalb ist es fast so etwas wie Infrastruktur, Straßen, Schienenwege. Wenn man Mikroelektronik-Forschungsinfrastruktur in einem Land hat und entsprechende Industrie darauf aufbaut, dann ist man in der Lage, den anderen Industriezweigen Dinge bereitzustellen, die ihnen ermöglichen, auf dem Weltmarkt dann wirklich führende Produkte zu verkaufen. Deshalb denke ich, die intensive Forschung der Mikroelektronik-Forschungsinfrastruktur ist eine Aufgabe der Gesellschaft. Die Rolle der Mikroelektronik in Europa wird immer wieder diskutiert. Wie wichtig sind wir eigentlich? Welchen Einfluss haben wir eigentlich auf den Weltmarkt? Welchen Weltmarktanteil haben wir eigentlich? Und wenn man dann auf bestimmte Branchen guckt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, Europa hat überhaupt jeden Anschluss verloren. Zum Beispiel diese High-Speed-Prozessoren, wie sie in Smartphones benutzt werden. Da hat Europa, glaube ich, einen Weltmarktanteil, der ist unter 10%. Aber Mikroelektronik ist viel, viel mehr. Mikroelektronik ist zum Beispiel auch der ganze Bereich der Sensorik, der ganze Bereich der Kommunikationselektronik im Sinne von Glasfaserkabeln und den entsprechenden Receivern und Transceivern und so weiter. Und in diesen Bereichen ist der europäische Standort deutlich besser, als man eigentlich so in der Zeitung immer liest. Wir haben viel mehr Marktanteil im Bereich der Sensorik, der Sensorsysteme. Wir sind sehr, sehr stark in der Leistungselektronik und ein sehr großer Anteil der Wertschöpfung ist noch in Europa. Ich denke, die europäische Gemeinschaft ist ein guter Rahmen, um einen so souveränen Raum darzustellen. Das Thema der technologischen Souveränität ist ein hochbrisantes im Moment. Wir diskutieren es auf allen Ebenen und wir diskutieren auch, bis zu welchem Grad man eigentlich souverän oder auch allein in der Lage sein will, bestimmte Dinge herzustellen. Es beschreibt nicht die Fähigkeit, Computer oder Handys immer selbst herzustellen. Nicht jedes Land soll sein Handy, seine Smartphones selber herstellen. Es beschreibt die Möglichkeit, die Fähigkeit, diese technologische Entwicklung selbst zu gestalten, voranzubringen, ohne dass jeder alles selber herstellen muss. Wenn man das aber umdreht, wenn man jetzt sich feststellt, dass also ein Land wie Deutschland oder die USA oder sagen wir einfach der europäische Raum, wenn der europäische Raum nicht in der Lage ist, bestimmte Technologien zu beherrschen, dann sind wir auch nicht in der Lage, die daraus folgenden Produkte herzustellen oder sind wir auch nicht in der Lage, sicherzustellen, dass die Produkte, die damit hergestellt werden, wirklich das tun, was sie tun sollen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man jetzt einen Mikrocontroller irgendwoher aus der Welt kauft und er tut nicht das, was er tun soll. Er tut vielleicht mehr, indem er Daten irgendwo hinschickt, oder er tut Dinge unter ganz anderen Randbedingungen, Kriterien, die wir nicht definieren können oder dürfen. Also zum Beispiel die Entscheidung, wann etwas ausgeschaltet, etwas eingeschaltet werden soll, das muss hundertprozentig in der Hand desjenigen sein, der das Produkt entwickelt. Und dazu müssen wir in der Lage sein, die Technologie zu beherrschen. Und ich denke, das ist der Punkt der technologischen Souveränität. Wir müssen die Mikrocontroller nicht selber herstellen, aber wir müssen verstehen, was in diesen Controllern drin ist.
Die FMD bündelt die Kompetenzen von 13 Forschungsinstituten auf dem Gebiet der Mikroelektronik in Deutschland. Das sind also 11 Institute der Fraunhofer Gesellschaft und 2 Institute der Leibniz Gemeinschaft. Und jedes dieser Institute hat eine Spezialität, eine besondere Kompetenz, die für den Aufbau von mikroelektronischen Systemen erforderlich ist. Und erst in der Kombination sind wir in der Lage, wirklich Systeme von morgen aufzubauen für künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, was auch immer. Das geht nicht auf Basis der Kompetenzen eines Instituts alleine. Das Konzept der FMD fokussiert vor allem auf die zur Verfügungstellung der technologischen Möglichkeiten der Forschungsinstitute für die deutsche Wirtschaft, für die Wirtschaft in Deutschland oder Europa. Die FMD ist quasi der Oberbau, die Bündelung. Wir sind der erste Ansprechpartner für Forschungspartner aus der Industrie, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, die bestimmte Forschungsfragestellungen haben und nicht die Zeit, die Muße oder auch einfach die Kompetenz haben, von Institut zu Institut zu gehen und zu fragen, ob das der richtige Ansprechpartner ist. Können die sich an uns wenden und können ihr Problem vortragen und wir sind dann in der Lage, den richtigen, den perfekten Ansprechpartner innerhalb dieses Verbundes aus 13 Instituten, sogar noch erweitert um weitere Institute innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft oder der Forschungslandschaft zu finden und dann ein Angebot zu vermitteln. Wir haben also nicht nur mit großen und mittleren Industrieunternehmen Kooperationen, sondern wir arbeiten noch ganz gezielt mit neu gegründeten Unternehmen, also Startups zusammen. Wir haben eigene Programme für Startups, wo wir den Startups die Möglichkeit geben, mit unseren technologischen Möglichkeiten Prototypen, Demonstratoren zu entwickeln für ihre Idee, wo man dann sagen kann, es gibt nicht nur die Idee, die skizziert ist auf Papier, sondern es gibt wirklich einen Demonstrator, den man anfassen kann, der auch eine Funktionalität hat, die der finalen Funktionalität möglichst nahe kommt. Und damit können die Startups dann zu Investoren gehen, zu Kunden gehen, die Idee verproben, ob die dann wirklich sinnvoll ist und können da, also dann auf Basis dieser Ergebnisse der Tests, sind die dann in der Lage, die Entwicklung anzupassen oder eben, wenn sie dann bei Investoren Erfolg haben, auch die Fortentwicklung ihres Unternehmens mit entsprechenden Investitionen durchzuführen. Aber die Zusammenarbeit geht noch weiter. Wir arbeiten auch mit Hochschulen und Bildungseinrichtungen zusammen, wo wir dann also auch hier die Forschungsinfrastruktur, also die Maschinen und Anlagen in unseren Reinräumen, in unseren Laboren zur Verfügung stellen, um dort Weiterbildungsmöglichkeiten zu entwickeln, dass also Studenten, aber auch Ingenieure, Ingenieurinnen, die im Leben, also die im Berufsleben schon stehen, zu uns kommen können und an neuesten Maschinen und Anlagen ihre Fertigkeiten weiterentwickeln können. Wir wollen hier einen intensiven Transfer zwischen den Institutionen der FMD und den Bildungseinrichtungen und der Industrie erreichen. Und genau dieses Konzept, denke ich, muss man auf Europa ausweiten. Weil auch in anderen europäischen Ländern gibt es Forschungsinfrastrukturen, die vor allem primär für die Forschung bereitgestellt werden, die aber genauso kleinen, mittelständischen, aber auch größeren Unternehmen helfen würden, technologisch voranzukommen, Produkte zu entwickeln oder auch Produkte herzustellen. Und es ist nicht sinnvoll, die technologischen Möglichkeiten nur in den Forschungslaboren zurückzuhalten und nicht den Unternehmen wenigstens zeitweise auch zur Verfügung zu stellen. Dieser Austausch zwischen den Forschungseinrichtungen und den Unternehmen muss gestärkt werden und das kann in ganz Europa passieren und deshalb ist das meines Erachtens die FMD eine hervorragende Blaupause für die Kooperation zwischen der Forschung und der Industrie. Also in diesem Verbund dieser 13 Institute der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland sind wir natürlich in der Lage, auch gerade die Themen der Zukunft gezielt zu adressieren. Da sind im Moment vor allem zu nennen das ganze Thema der vertrauenswürdigen Elektronik, dann das Thema künstliche Intelligenz, aber auch die 6G-Kommunikationsinfrastruktur und der ganze Bereich der umweltverträglichen Elektronik. In der Tat ist es so, dass mikroelektronische Systeme sich in allen Produkten, in allen Gegenständen des Alltags wiederfinden. Und mit dieser großen Verbreitung dieser Systeme entgibt sich natürlich auch eine große Last hinsichtlich der Abfall, also der Entsorgung und auch des Energieverbrauchs. Und deshalb haben wir den Nachhaltigkeitsaspekt bei jeder Entwicklung, die wir durchführen,
von Anfang an mit im Fokus. Wir betrachten den Energieverbrauch unserer Systeme nicht nur bei mobilen Geräten, um jetzt die Lebensdauer dieser Geräte möglichst groß zu entwickeln, sondern auch bei Geräten, die aus dem Netz versorgt werden. Wir haben einen großen Bereich, der sich mit leistungselektronischen Systemen beschäftigt, wo also die Verluste gleich wirklich auch in Euro ausrechenbar sind. Wir betrachten zudem Fragestellungen, wo es darum geht, kritische Rohstoffe zu vermeiden. Rohstoffe, die aus fernen Ländern kommen, die selten auf der Erde überhaupt verfügbar sind. Und wir haben eine große Abteilung in einem FMD-Institut, was sich mit dem Recycling von mikroelektronischen Systemen beschäftigt, wo es darum geht, wie kann man denn bestimmte Produkte so wieder auseinandernehmen, dass man genau diese kritischen Rohstoffe wieder auffängt und neu benutzt. Die Mikroelektronik als Schlüsseltechnologie hat mit ihren Entwicklungen Auswirkungen auf viele andere Bereiche, viele andere Branchen in der Gesellschaft. Deshalb ist, um die richtige Förderung auszuwählen, die richtigen Themen auszuwählen, ein Dialog zwischen allen beteiligten Partnern erforderlich. Das sind zum einen die Forschungsinstitute, die Forscher, die wirklich an den Themen von morgen forschen, die Industrie, die nachher umsetzen müssen, und die öffentliche Hand, die richtigen Impulse setzen müssen, um die Forschungsmittel dann bereitzustellen. Die Kosten für eine entsprechende Infrastruktur sind so hoch, dass es nicht aus den Forschungsaufträgen allein finanzierbar ist, die Anlagen rezufinanzieren. Das ist aufgrund der wahnsinnig hohen Entwicklungsgeschwindigkeit in der Mikroelektronik nicht machbar. Es muss von außen ein Impuls kommen, eine Finanzierung der Anlagen, damit sie dann dieser gesellschaftlich bedeutsamen Rolle als Enabling Technology gerecht werden können. Deshalb ist die adäquate Förderung mikroelektronischer Prozesse, Technologien und so weiter eine Aufgabe mit sehr großer Verantwortung. Die Auswahl dieser Forschungsthemen ist eine Aufgabe mit großer Verantwortung, weil es hat Konsequenzen für ganz andere Bereiche, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht so absehen kann. Ich denke, dass die Experten der Institute der FMD insbesondere ein wichtiger Gesprächspartner sind für solche Dialoge zwischen Fördermittelgebern und Umsetzern in der Industrie, weil wir mit unseren Forschungsarbeiten, die teilweise 5, 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen, in der Lage sind zu sagen, was genau in diesem Zeitraum technologisch möglich ist. Wir sind nicht die Experten, wenn es darum geht, Businessmodelle zu entwickeln oder zu sagen, welches Produkt sich hinterher wie verkauft. Wir sind in der Lage zu sagen, was technisch machbar sein wird. Und genau dieses Angebot der technischen Entwicklung, das können wir auf den Tisch legen und das können wir den Umsetzern in der Industrie, aber auch den gesellschaftlichen Gestaltern in der Politik als Angebot formulieren. Und deshalb glaube ich, dass die FMD gerade in diesem Zusammenschluss der 13 Institute ein ganz, ganz spannender Gesprächspartner für Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft ist. Nur in diesem Dreierdialog ist es möglich, Themen zu adressieren, Themen zu identifizieren, die mittel- und langfristig relevant sind für unsere Gesellschaft. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da gemeinsam austauscht, gemeinsam Roadmaps entwickelt und gemeinsam überlegt, welche Themen mittelfristig oder auch langfristig adressiert werden müssen. Weil gerade diese Themen können die Industriepartner nicht aus eigener Kraft stemmen. Die können sie nicht gemeinsam mit uns stemmen, sondern dafür braucht es unbedingt die öffentliche Hand als Impulsgeber, als Fördermittelgeber. Immer wieder werde ich gefragt, wo geht es denn hin? Wo werden wir denn in 10 Jahren, in 20 Jahren stehen? Gucken wir doch mal, wo wir vor 20 Jahren standen. Wo sind wir losgelaufen vor 20 Jahren? Also Jahr 2000, Jahrtausendwende hat ja jeder noch im Kopf. Und wenn man sich dann mal anguckt, was es damals für Mobiltelefone gab, was es damals für Computer gab und wie groß der Entwicklungsschritt von diesen 20 Jahren auf heute war, dann können wir ganz großartige Dinge erwarten in der Zukunft. Wir werden Systeme der künstlichen Intelligenz wirklich in mobilen Geräten haben. Wir werden autonomes Fahren in 20 Jahren viel früher schon haben. Wir werden sehr energieeffiziente Schaltungen haben. Wir werden mit viel kleineren Batterien mobile Geräte betreiben können. Und das sind so die Dinge, die ich erwarte.
Wir werden viel besser kommunizieren können, Daten austauschen können. Wir werden auf einen viel größeren Datenschatz zurückgreifen können, um bestimmte Prozesse zu optimieren, bestimmte Simulationen durchzuführen. Und das erwarte ich von der Zukunft.